he was soldier? Schau mal, der war ein Soldat damals hier. Thank you so much, see you soon. Goodbye, goodbye. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir müssen uns jetzt langsam ein bisschen beeilen, und zwar machen wir heute, ihr habt schon im Titel gesehen, die Tour zu der DMZ, ja, also zu der Grenze zu Nordkorea. Ich habe die Tour schon online gebucht vorher, schon ich glaube 1 oder 2 Monate vorher. Macht es, weil ich glaube jeder Tourist, der hier nach Korea kommt, der macht auch diese Tour, ja. Der Link ist übrigens unten in der Description, wo ich das gebucht habe. Wir schauen mal, wie das Ganze wird, und die holen euch auch von 3 verschiedenen Stationen ab, also ihr schreibt da mit denen. Wir werden jetzt hier in Maidan abgeholt, da ist auch unser Hotel, das ist richtig, richtig geil. Gleich hier vorne irgendwo ist es, an der Busstation. Genau, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aber es sind noch 3 andere Stationen. Einmal Seoul Station und dann, glaube ich, Gangnam. Ja? Also 3 verschiedene Stationen. Da werden wir jetzt hingehen und dann schauen wir mal, wie das Ganze wird, Leute. Kommt mit! Ja, der Bus ist wirklich extrem pünktlich losgefahren. Also wir waren die Letzten, die noch dazugestoßen sind, um 9:15 Uhr. Und ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, bucht die Tour auf jeden Fall vor eurer Korea-Reise, da der Bus extrem ausgebucht war. Und die Fahrt aus Seoul raus ging wirklich extrem schnell, muss man sagen. Ungefähr 45 Minuten. Hier könnt ihr mal sehen, wie nah die Grenze zu Nordkorea an Seoul dran ist. 45 Minuten Fahrzeit mit dem Bus. Während der 45 Minuten Fahrzeit wurde uns dann nochmal die Geschichte von Korea erklärt, bis hin zur Teilung von Nord- und Südkorea, was auch wirklich sehr interessant war. Und der erste Halt führt euch dann an diese Touristeninformation. Und da kommt es dann darauf an, wie schnell euer Tourguide die Tickets bucht. Wir hatten extrem Glück, wir hatten dann nur 1,5 Stunden Wartezeit. Und bevor wir ausgestiegen sind, wurde uns dann nochmal ein extrem emotionaler Film gezeigt. So viel dazu aber nochmal später. Wir sind jetzt hier in so einer Wartepunkt angekommen, wo auch die ganzen anderen verschiedenen Busse sind. Tourist Guide hat erstmal die Tickets jetzt geholt. Ihr müsst euren Passwort abgeben und dann bekommt man ein Ticket. Da sind noch verschiedene Busse hier. Und manchmal gibt es eine Wartezeit von 3 Stunden. Wir warten jetzt hier nur 1 Stunde, 1,5 Stunden. Ja? Bis wir dann weiterfahren können zu dieser DMZ-Tour. Hier könnt ihr auch was essen, ist auch ein Dunkin' Donut und so weiter. Sehr cool gemacht, dass man halt hier warten kann. Ja, Restrooms. 1,5 Stunden verbringen, aber sie zeigt uns jetzt noch einen Park auch wo man was essen kann, bis wir dann weiterfahren können. Ja? Und ich muss sagen, die 1,5 Stunden waren auf jeden Fall ausreichend. Wir haben noch mal eine halbe Stunde was gegessen. Und zuerst wurde euch noch mal komplett das ganze Sperrgebiet erklärt. Fand ich auch wirklich sehr informativ. Wir kommen dann später noch mal drauf zu sprechen. Hier ist auch eine Cable Car. Die fährt aber nicht rüber bis nach Nordkorea, sondern nur über das Sperrgebiet. Und hier könnt ihr sehen, genau hier befinden wir uns. Alles, was nach dem River ist Sperrgebiet und wird von südkoreanischem Militär bewacht. Und der letzte Punkt, wo wir dann hinfahren, wo auch unser Tourist Guide gerade die Tickets kauft, ist die Aussichtsplattform, zu der ihr bis nach Nordkorea rüberschauen könnt. Ja, Leute, wir haben jetzt hier 1,5 Stunden Zeit und es ist die letzte Zone, wo ihr hier sozusagen frei nochmal hingehen könnt, ohne dass das Militär euer Passport und sonst was nimmt. Hier gibt es zum Beispiel auch so eine Cable Car und hier wartet ihr dann mit eurer Tour. Wenn ihr Pech habt, 4 Stunden. Wir hatten jetzt wirklich Glück. Wir haben jetzt 1 Stunde sozusagen Wartezeit hier. Und das ist auch der Punkt, also der letzte Punkt, wo Südkoreaner hierher kommen können, um sozusagen nach Nordkorea zu blicken. Also von hier sieht man jetzt noch gar nichts. Aber das ist der letzte Punkt, wenn ihr jetzt hier frei mit einem Auto herkommen wollt. Genau, wir haben jetzt schon die Tour mit der Dame gemacht. Wir waren jetzt erstmal was essen. Ganz kurz. Und jetzt haben wir hier noch 1,5 Stunden Zeit, das Ganze hier anzuschauen. Und es war wirklich sowas von interessant auch. Also die Dame, die Tour gemacht hat, hat eine Geschichte erzählt. Das kann ich euch dann auch noch mal ganz kurz einblenden. Und zwar ihre Großmutter, also ihre Oma, hat damals im Koreakrieg 1950 ihren Sohn verloren. Damals wurden viele Frauen und Kinder entführt.
Und im Jahre 2000 gab es die erste Möglichkeit von Familienangehörigen von Nord- und Südkoreanern, ihre Angehörigen wiederzusehen. Und dass damals so viele Familien gab, die getrennt waren, hatte natürlich nicht jeder die Möglichkeit, ihre Familienangehörigen zu sehen. Und deswegen wurde eine Lotterie ins Leben gerufen. Und ein paar Glückliche konnten dann ihre Familienmitglieder nach so langer Zeit wiedersehen. Ich kann euch jetzt noch mal ganz kurz das hier einblenden, wo ihr das sehen könnt. Also ihr hattet damals die Möglichkeit gehabt, bei so einer Lotterie mitzumachen und nicht jeder hat die Chance gehabt. Und ihre Oma hatte die Chance gehabt, ihren Sohn nach how many years later she saw the son? Sorry, ja genau, nach 30 Jahren ihren Sohn, der als 10-Jähriger entführt worden ist, nach 30 Jahren zu sehen. Das ist sowas von heftig. Und da der ganze Krieg ist, ist jetzt schon 70 Jahre her. Also jetzt gibt es fast keine Überlebenden mehr. Und es war die einzigste Möglichkeit. Die haben sich dann für 11 Stunden gesehen. Es war in Nordkorea übrigens. Für 11 Stunden hatten sie Zeit in 3 Tagen. Also es gab verschiedene Pausen. Ja, und das war das einzigste Mal, wo sie sich gesehen haben. Das ist heftig. Ich kann das mal ganz kurz hier nochmal einblenden. Und da gibt es einen Song dazu. This Song 30 Years Lost. Den können die Leute von Nordkorea und Südkorea singen. Ja, den können wir mal ganz kurz anmachen. Das ist der Song hier dazu. Jetzt kurz mal zuhören. Das ist krass, wenn man auch mal dazu jetzt im Hintergrund die Bilder sieht. Da haben auch viele Leute Flyer hochgehalten, die jetzt nicht in der Lotterie gewonnen haben, dass wenigstens die Familienmitglieder, also von Nordkorea nach Südkorea, überhaupt im Fernsehen sehen können, dass sie dort waren. Ja. Deswegen, dass es ins UNESCO-Kulturerbe gekommen ist, heftig. Wusste ich auch noch nicht vorher. Ja. Und hier vorne zum Beispiel in diese kleine Tempelanlage, da kommen zum Beispiel Familienmitglieder oder auch wenn irgendwelche jetzt, Familienmitglieder gestorben sind, kommen die hierher. Das ist sozusagen wirklich der letzte Punkt von Südkorea, wo du als Zivilist nach Nordkorea blicken kannst. Ja, das ist der letzte Punkt, wo hier Südkoreaner die Möglichkeit haben, daher Südkoreaner nicht einfach so rübergehen können über die Grenze. Oder wenn ihr jetzt die Tour macht, dann wirklich halt nur mit der Tour. Das ist schon heftig, wenn man sich überlegt, dass das hier alles schon dann drüben, auch wie bei uns in Berlin sozusagen, ja, vor 30 Jahren, was immer viele auch, war das genauso, ja. Hier könnt ihr sehen, das ist dann, also könnt ihr gar nicht rüber. Hier drüben hat die Frau auch nochmal gesagt, würdet ihr ins Gefängnis kommen, wenn ihr jetzt über diese Brücke hier rüber geht, ist es dann alles schon Military-Gebiet. Also ihr habt gar keine Möglichkeit, da allein irgendwie rüber zu gehen. Wir schauen mal nach vorne. Das war damals eine Eisenbahnschiene, das damals die Japaner hier gebaut haben und die ist damals von Südkorea ist die nach Pyongyang, nach Nordkorea gegangen. Natürlich fährt jetzt nicht mehr, das ist nur noch mal so ein Monument, das jetzt sozusagen dasteht. Und was die Frau noch gesagt hat, was ich auch sehr interessant fand, dass sie wirklich hofft, jetzt als Südkoreanerin, die war ungefähr so mein Alter, die Frau, die ihr hier sehen könnt, dass ihre Hoffnung ist, dass man eine Eisenbahn bis nach China fährt, weil Südkorea hat natürlich keine Möglichkeit, mit dem Zug die Waren nach Europa zu bringen. Und das ist halt die Hoffnung, die sie hat, dass irgendwann vielleicht auch mal hier ein Zug dann nach China fährt und von China dann über Russland nach Europa. Genau, und hier gibt es auch so Souvenir-Stores, da kaufen wir uns jetzt auch mal, glaube ich, was. Hier könnt ihr sehen, die Military Zone. Heftig. Hier nordkoreanischer. So dann, and everything is with comics, right? Here. Yeah. Like this one. Da werden wir uns jetzt eins kaufen, weil es ist schon vielleicht, hoffentlich irgendwann mal, würden beide Länder miteinander verbunden sein. Ja. Und dann kann man sagen, okay, wir waren bei dir. Damals vielleicht auch so wie in der Berliner Mauer. Und was man auch kaufen kann, da gehen wir aber dahinter, nordkoreanisches Geld. Ja. Nordkoreanisches Geld. Da werde ich mir auch vielleicht eins mal kaufen. Das könnt ihr mal sehen, das ist heftig. Ja. Gebt euch mal. Geld aus Nordkorea. Das ist noch altes Geld. Ich glaube heute, das ist der Old Money, der ist New Money right now. Jetzt ist mittlerweile auch schon neues Geld da, aber das ist krass. Ja. Das Ganze zu sehen hier in dem kleinen Store. Die Souvenirs gekauft bei den Herren und ich glaube, der hat schon so lange seinen Store,
Für 6 Euro haben wir das jetzt hier gekauft, genau, für 6 Euro. Und ich finde es auch, how many, er versteht nicht so Englisch leider, how many years this store? Ah, okay. Ah, okay. Es ist wirklich sehr zu stehen, aber ich finde es cool, er ist wirklich sehr, sehr nett. Thank you so much. Thank you so much. Sehr, sehr cool, ja. So ist Freundschaften von gerne. Me? Berlin. Germany. Germany. Berlin. Berlin Wall. Germany, Korea, I love you. Ah, yes, yes. In Germany it was the same, Yeah, like yeah, in North and South Korea in Germany. Yeah, now it's like reunion. I hope also for you, for your country. I hope the best. Sehr, sehr cool. Ah. Ah, okay. 메시지. Geh mal mit dir mit, ja? Sehr, sehr, wirklich sehr cool. Gemini, you house. Ah, okay, 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 okay. Gemini, you house. Wir schauen mal, ob sie ankommt. Ah, okay, ihr könnt es irgendwie heimschicken. Ja? Ah, und jetzt schmeißen wir sie hier rein. Und dann hoffen wir mal, dass sie ankommt, ja? Thank you so much. Ah, okay. Gemini, you house. Germany. Ah, okay, okay, eine Postkarte, die umsonst. Das ist krass. You can send this for to your house to Mexico also. Thank you so much, ja? Thank you so much. Thank you. So cool, die Leute, ja, wirklich. Sehr cool. Und ihr müsst euch überlegen, das mag ich in Korea, die Leute sind so nett, ne? Das ist wirklich keine Abzocke oder sonst was, die versuchen zu helfen. Ja? Wenn ihr jetzt in den USA oder in Europa irgendwo seid, die würden euch halt abziehen halt, aber das ist wirklich sehr, sehr cool. Thank you so much, sir. 이거. Ah. 요게 프리덤 브릿지야. Ah, Freedom Bridge. Ah, yeah. 노스 코리아, 사우스 코리아. South Korea. Ah. 포로 여기서 체인지. Ah, genau. Was ihr auch nochmal sagt, ist auch sehr interessant, dass diese Brücke hier war damals der Gefangenenaustausch. Ja? Im Koreakrieg sind ja viele südkoreanische Soldaten nach Nordkorea gekommen, von Nordkorea nach Südkorea. Und hier hat auf dieser Brücke der Gefangenenabtausch stattgefunden. Wir gehen mal rüber mit den Herren. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Und hier wurde auch unter anderem, genau, hier hat der Gefangenenaustausch stattgefunden. Ne? Ah, okay. Ah, hier ist der englische Name. Ah, genau. 12.000, also fast 13.000 Soldaten wurden hier über den River ausgetauscht, ja. Und jetzt steht die halt wirklich nur noch da als Monument, weil jetzt gibt es eigentlich keine Gefangenenaustausche mehr. Also das ist noch, ja, von back in the days. Ist wirklich sehr, sehr interessant, ja. Auch von den Herren hier, dass er es uns erklärt hat. Thank you so much. And I hope the best peace for Korea, yes. Okay. You was soldier? Ah, er war auch Soldat hier. Er war back in the days. Okay. 프리덤 브릿지. Ah, 그러니까 okay. 안내 말하자면은 가이드. But you're from South Korea soldier? You was? 사우스 코리아는 경의선, 경의 역장. Schau mal, der war ein Soldat damals hier. 경의 역장. Ah, okay. Er war ein Soldat hier, krass. Und jetzt hat er seinen Souvenirstore. Ist auch richtiger proud South Korean. Ich finde das geil hier mit der Mütze und alles. Thank you so much, yeah? Thank you so much. See you soon. Goodbye. Bye, bye. Also der war wirklich sehr nett und ich habe es jetzt nochmal durchgelesen gerade. Also ihr könnt hier eine Postkarte, es dauert ein Jahr, zu euch heimschicken, umsonst also Korea bezahlt das. Mit eurer Message, Freedom Message, und die andere ist für einen Brief, der hier der Öffentlichkeit gezeigt wird. Und der Herr ist wirklich so freundlich. Ich finde so, can you show this again? I'm so happy. Ich finde es wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir es bei ihm gekauft haben, weil er war so nett. I was so happy that we bought it with him, right? Like he was so friendly. Und ja, das ist unser Souvenir her. Wir schauen jetzt nochmal zum Geld vor, dass wir uns auch mal irgendwas kaufen, ja? Und im zweiten Teil seht ihr dann endlich, wie wir ins Militärgebiet eingefahren sind. Hier könnt ihr die Soldaten sehen, die unsere Pässe dann nochmal kontrolliert haben. Eine südkoreanische Militärstation. Und dann ganz zum Schluss konnten wir dann wirklich bis nach Nordkorea rüberschauen. Und wir hatten wirklich extremes Glück. Wir konnten sogar ein paar Soldaten und ein paar Bürger aus Nordkorea sehen.